Ich möchte jetzt noch einmal kurz für uns beten. Danke, Jesus, dass wir die Möglichkeit haben, den Jugendgottesdienst aufzunehmen und dass wir die Möglichkeit haben, weiterhin Gemeinschaft zu haben. Ich bitte dich darum, dass wir die Corona-Zeit gut durchstehen werden und dass du besonders den Leuten Kraft schenkst, die davon betroffen sind und dass sie auch wissen, dass sie nicht allein sind. Ich bete auch dafür, dass wir die Zeit sinnvoll nutzen, um zum Beispiel im Glauben zu wachsen und dir immer mehr vertrauen und nicht in der Zeit die Hoffnung verlieren, denn das alles, was gerade passiert, passiert ja aus einem Grund und wir wissen auch, dass du alles in Kontrolle hast. Amen. Ich lese heute Hebräer 10, Vers 19 bis 25. Das Bekenntnis der Hoffnung. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen Hohenpriester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten und wahrhaftigen Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht.
Also wir haben uns mit der Jugend donnerstags und sonntags zu einem Zoom-Meeting getroffen während dieser Corona-Zeit und haben uns so ein bisschen Gemeinschaft gehabt. Ja, mir persönlich hat das sehr geholfen, weil das für mich ein Ort bzw. eine Zeit war, wo ich neu auftanken konnte und nochmal neue Kraft bekommen habe. Und ja, wir haben zusammen gebetet, Worship gemacht, eine kleine Andacht gehört. Und klar ist das jetzt nicht dasselbe, wie als würden wir uns so treffen, aber ich denke, wir haben das Beste daraus gemacht und so das Beste rausgeholt, was man momentan eben rausholen kann. Ja, und wir haben uns alle gegenseitig unterstützt in dieser Zeit und füreinander gebetet und einfach eine gute Gemeinschaft gehabt, trotz der Distanz, die wir eben hatten. Und ja, wir haben einfach darauf geachtet, dass wir unseren Blick auf Gott heben und nicht
von irgendwas uns ablenken lassen. Und also ich persönlich habe daraus gelernt, dass es sehr wichtig ist, sich auf die wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren und dass Gott einfach viel größer ist als dieses ganze Corona. Und daran sollten wir auch festhalten und auf ihn vertrauen, denn er hat einen Plan für uns. Behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes, new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. Father's arms are open wide. Forgiveness that's bought with the precious blood of Jesus Christ.
Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir. Ich will dir nah sein. Ich werd dir folgen. Mein ganzes Leben in dir verlieren. Ich will dir nah sein. Ich werd dir folgen. Mein ganzes Leben in dir verlieren. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in deiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir. Guten Morgen, Freunde. Ich freue mich, dass wir zusammenkommen können, um einen Jugendgottesdienst zu feiern. Und die Teenagers haben Gas gegeben und sie haben wirklich so schwer gearbeitet, einen Gottesdienst zu präsentieren. Und dafür bin ich dankbar, dass die so organisiert waren und Gas gegeben haben und dass sie auch die Gemeinde so lieben, dass sie sowas präsentieren oder machen wollen. Und auch ein Dankeschön an Matthäus Fuchs. Er hat sein Talent und Interesse und alles zusammengebracht und sagte, hey, ich kann das zusammenschneiden und alles zusammen basteln. So Matthias, vielen, vielen Dank für deinen Einsatz. Heute wollen wir von dem Text in Hebräerbrief, Kapitel 10, von Vers 19 bis 25, wollen wir so ein bisschen da gucken und sehen, was da für uns ist. Es ist keine echte Predigt mehr so in Richtung Andacht, weil es schwer ist, mich so 30 Minuten zu hören. Ich verstehe. Das war ein Witz, aber wahrscheinlich kein Witz. So, David hat schon den Text vorgelesen und ich lese den Text nochmal vor und dann springen wir rein. Aber der Grund, dass dieser Text so mir in dieser Zeit wichtig ist wie der Text anfängt. Dass egal was passiert, egal was läuft, Jesus hat uns diese Freimütigkeit gegeben, dass wir zum Eingang in das Heiligtum gehen können. Es ist unfassbar. Und in so einer Zeit, wo alles unsicher ist, gibt es ein Ding, das ganz, ganz sicher ist. Wir dürfen die Gegenwart Gottes genießen. Und da dürfen wir frei mit ihm reden. Aber das sehen wir gleich. Aber deswegen ist es mir so wichtig mit diesem Text heute. Ich lese von Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 19 bis Vers 25. Und ich lese von der Schlachter 2000 Übersetzung. Wenn du zusammen lesen möchtest, ist das Schlachter 2000. Also, Vers 19 von Kapitel 10. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, denn er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung, der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lass uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken.
indem wir unsere eigenen Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag heranseht. Super wichtig ist dieser Text für uns. Und es gibt 3 große Dinge, die wir sehen vom Text, aber wir wollen so starten. Wahrscheinlich kennt ihr mich nicht oder von der Gemeinde kennt ihr mich schon, aber ihr wisst, dass ich so Grammar-Freak bin und grammatische Dinge sind in einem Text wichtig. Und so beim ersten Wort hier, wo es anfängt mit da, so deswegen. Aber warum? Warum ist das so? Das ist ein großes Thema durch den ganzen Hebräerbrief, dass der Autor so Jesus beschreibt als das beste und perfekteste Opfer und dass Jesus der größte und beste Hohepriester ist. Er ist das Opfer, das einmal geopfert ist und dann ist für alle Zeit gültig. Es reicht für uns, das Opfer, das Jesus gemacht hat, mit seinem Körper, mit seinem Leib, dass sein Körper für uns gebrochen war und dass sein Blut vergossen für uns war das letzte Opfer. Das Alte Testament, als es über so den Messias gesprochen hat, nennt den Messias oft das Lamm Gottes. Wir sehen das im Passafest. Wir sehen das im Neuen Testament, als Jesus als Lamm und Löwe so beschrieben war. Jesus ist das Lamm, das Perfekte, das für uns geschlachtet war. Und sein Blut hat den Weg frei gemacht. Er ist nicht nur das beste und einmal für alles Opfer, er ist auch der große Priester über das Haus Gottes. Das bedeutet, vom Alten Testament war der Priester der Einzige, der darf reingehen in die Gegenwart Gottes und ein Opfer machen für das ganze Volk. Und so, Hebräerbrief, wir kommen alles zusammen hier, halbweg durch Kapitel 10 und der Autor hier meinte, weil Jesus das einmal für alle Opfer ist und weil er der große Priester, Hohepriester ist, können wir ihm vertrauen und verstehen, dass er das ganze System verändert hat. Wie wir in seine Gegenwart gehen, was wir mit Gott dürfen, wie wir Gott erleben und erfahren, ist jetzt anders geworden wegen Jesus. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Hebräer, die Kinder Israel, die haben erwartet, wenn sie in seine Gegenwart gehen und unrein waren, mussten sie sterben. Ohne Frage. Der Hohepriester hat auch so Dinge gemacht, dass wenn er zufällig oder so nicht gemeint unrein reingeht und stirbt, dass sie ihn rausnehmen können, ohne dass sie auch reingehen müssen und dann das sterben. Also Jesus, der Hohepriester, hat das letzte Opfer für uns gemacht. Und das Opfer war Jesus selbst, sein Körper, sein Leib, sein Blut für uns. Und jetzt ist alles vom Alten Testament erledigt. Es ist nicht vergessen, es ist nicht zur Seite geschoben. Er hat das erfüllt. Die Gesetze oder das Große, das Gesetz, ist erfüllt in Jesus, dass er für unsere Schuld bezahlt hat. Und deswegen dürfen wir in seine Gegenwart jetzt gehen, in die Gegenwart Gottes gehen. Und ich mag, wie der Autor hier das beschrieben hat, denn er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch. Das heißt, durch sein Fleisch, durch sein Opfer am Kreuz dürfen wir so, das ist so im Kopfkino, sehen wir den Tempel und dass wir jetzt reingehen dürfen wegen Jesus ist unglaublich. Also, und unsere Antwort dafür, was wir dann so machen oder wie wir reagieren, dann hat der Autor hier 3 Dinge uns gegeben. Weil wir in seine Gegenwart gehen dürfen, weil er so, und auf Griechisch bedeutet das Wort hier, dass wir Freiheit haben zu reden,
wie wir fühlen, dass wir komplett offen sein können mit ihm, weil er alles schon sieht. Ja, ganz klar. Aber diese Dinge haben wir und deswegen sollen wir 3 Dinge machen, weil wir diese Freiheit haben, weil er den Weg für uns aufgemacht hat und so das Opfer für uns war. Und diese 3 Dinge sind von Vers 22 bis 25. Vers 22 steht da, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit und des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los von bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also, die haben erwartet, dass seine Gegenwart für ihnen Tod bedeutet, dass sie sollen sterben. Aber jetzt sagt der Autor hier, hey, komm rein und lass dein Herz frei, lass dein Herz auf sein. Der Herr weiß schon. Der Herr hat dein Herz schon rein gemacht. Du könntest reinkommen ohne Angst und musst dein Herz nicht verbergen. Er sieht dein Herz und dein Herz ist schon rein durch Jesus. Er steht hier so mit reinem Wasser, aber wahrscheinlich das ist ein Bild, dass ein Stein, der schmutzig war, so gewaschen war. Und dann mit Wasser, mit so reinem Wasser gewaschen war und jetzt ist weiß. So egal wie du denkst, dein Herz aussieht, egal was da drin läuft, wenn Jesus da wohnt, ist dein Herz rein. Und du darfst so öffentlich und ganz, ganz ehrlich in seine Gegenwart kommen. So erst lass uns diese Möglichkeit, dieses Angebot ernst nehmen. Warum nicht? Warum würden wir nicht in seine Gegenwart gehen, wenn wir dürfen, wenn wir nur Gutes davon kriegen? Warum nicht? Lass uns so oft wie möglich hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens. Das ist echt cool. Wir haben den Tod erwartet, aber wir bekommen ewiges Leben und bekommen wir auch einen Gesprächspartner, wo wir ganz ehrlich sein können. Er sieht uns, wie wir sind, ist mit uns zufrieden und sagt, komm, ihr seid meine Kinder. So, dann können wir reingehen. Und genauso, weil wir das erleben, weil wir so einen großen Gewinn da finden, dann kommen wir zum zweiten Ding. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der diese Verheißung gegeben hat. So oft wie möglich reingehen und keine Angst haben, weil Jesus ist der das verspricht. Er verspricht, hey, ich bin am Kreuz für dich gestorben. Und so, wenn du reinkommst, du kommst nicht rein, weil du gut bist, aber weil ich gut bin. Und du bist mein Kind. Und der Herr guckt uns an und er sieht Jesus und sieht das Opfer von Jesus für uns und sagt, komm rein, meine Kinder. Das ist cool, dass wir so eine Möglichkeit haben. Aber als ich durch den Text gelesen habe, habe ich an meine Kindheit gedacht. In Texas, wo ich aufgewachsen bin, im Sommer ist es richtig heiß, im Winter ist es auch manchmal heiß. So Weihnachten können wir draußen in kurzen Hosen und T-Shirts. Aber so eine Besonderheit, ein cooles Ding ist, dass er heißt Ice Cream Man auf Englisch. Er ist so das Ice Truck, der vorbeifährt. Und mit Musik oder mit Glocken. Hier in Deutschland hören wir das Glocken und dann laufen wir auch raus und wollen wir Eis kaufen von dem Wagen. Aber alle Kinder, wenn sie das hören, schreien, Ice Cream Man, Ice Cream Man, Ice Cream Man. Und sie laufen raus. Erst laufen sie zu den Eltern oder sagen, Mama, Papa, komm, der Ice Cream Man kommt. Und dann sie laufen raus und bringen die Eltern mit und sagen, hey, das ist besonders, das tut mir gut. Egal wie oft dieser Wagen vorbeifährt, kommt nur gute Dinge raus.
So die Kinder laufen dahin und sagen auch zu den Freunden und Familie, der Ice Cream Man, komm. Wir gehen auch zusammen. Und dann laufen sie alle da zusammen, weil nur gute Dinge von diesem Wagen rauskommen. Wie viel mehr oder wie groß ist die Liebe Gottes, was wir erleben, was wir erfahren in seiner Gegenwart. Nur Gutes kommt davon. Und in diesem zweiten Lass uns hier, in diesem Text, wir vertrauen Jesus, weil er die Verheißung gemacht hat. Aber das spürt uns zum dritten Ding. So, erst dürfen wir reingehen, ganz, ganz bewusst. Offentliches Herz und sagt, Herr, hier bin ich. Und der Herr sagte, ich weiß wie du bist und ich weiß, was du bist und ich liebe dich trotzdem. Und dann sagen wir, okay, denn ich kann festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Ich kann ohne Zweifeln, weil hier in der Gegenwart Gottes kommen nur gute Dinge raus. Und genauso wie Kinder kommen wir zum dritten Punkt und lasst uns aufeinander Acht geben. Was er uns gibt, ist zu wunderbar, ist zu schön, ist zu gut für mich, dass ich das alles für mich halte. Wir sollen zu unseren Freunden schreien, komm mit in die Gegenwart Gottes. Es ist nur Gutes da. Wir erleben und erfahren nur gute Dinge. Kommt mit. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und in dieser schweren Zeit, wo wir so wenigen Kontakt haben mit Menschen, persönlicher Kontakt und alles ist jetzt im Internet, ich könnte es nicht glauben, als wir gelernt haben, dass meine Arbeit und viele von euch haben das Gleiche erlebt, nicht mehr persönlich gemacht wird, sondern alles im Internet mit Zoom-Calls und FaceTime und Skype, alles online, ohne persönlichen Kontakt, dachte ich, Mensch, wie benutze ich meine Zeit? Das ist so wenig, dass ich so im Computer machen kann. Aber irgendwie habe ich mehr zu tun jetzt als vorher. Mehr Gespräche, mehr Kontakt und es braucht von mir mehr Energie, das zu machen, als wie mein Leben vorher war. Und hoffentlich kommt wieder das normale Leben. Aber mit diesem dritten Punkt und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Es braucht ein bisschen mehr Energie und ein bisschen mehr so Einsatz von uns, das zu schaffen. Aber wir schaffen es, weil wir in seine Gegenwart gehen dürfen und weil wir da in seiner Gegenwart nur gute Dinge erleben. Wir bekommen nur Gutes von dem Herrn. Und dann gehen wir raus und holen wir unsere Freunde und sagen, kommt mit. Dass wir zusammen einander anspornen zur Liebe, zu guten Werken. So einfach ist das so hier wie ein Formular. Aber dann in Vers 25 gibt es noch einen Satz, wo es so ganz wichtig ist, wie wir aufeinander achten oder wie wir aufeinander Acht geben. Vers 25, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Die Herausforderung ist, wie kommen wir zusammen? Wie verlassen wir die Versammlung nicht, wenn wir nicht zusammenkommen dürfen? Dürfen wir für eine Zeit sagen, Herr, du weißt, dass das jetzt unmöglich ist? Dürfen wir sagen, ich komme gerne in deine Gegenwart und da erlebe ich Gutes von dir und Hoffnung und ich kann alles haben, weil du treu bist und weil du treu bleibst? Aber ich will auch den dritten Punkt
aber ich schaffe es nicht, weil gesetzlich ist das nicht erlaubt. Die Herausforderung und womit ich so hier beenden will, die Herausforderung ist so, finde Zeit, Kontakt mit anderen Christen zu haben, Kontakt mit Freunden und mit Nachbarn auf eine Art, das erlaubt ist. Ich sage nicht und ich würde das nie empfehlen in so einer Situation. Egal, was die Staat sagt, geh mal raus und macht, was ihr wollt. Das ist auch kein gutes Zeugnis. Wir wollen gute Zeugnisse sein. Und dafür wollen wir, soweit wir können, alles gesetzlich machen. Aber nicht gesetzlich, dass wir so da unten sterben. So, wie können wir unsere Kreativität? Und dafür ist Matthias Fuchs ein gutes Vorbild. Er hat sein Talent und Interesse zusammengebracht und dachte, hier machen wir eine Art. Es ist vielleicht nicht das Beste, wie wir zusammenkommen können, aber irgendwie kommen wir zusammen mit Technologie, mit Videoübertragung, mit Predigten und Freunden. Und so Podcasts und so YouTube-Kanäle wie diese sind so hilfreich. Aber ich wollte so euch ermutigen. Versuche Arten, wo du echten Kontakt mit Menschen hast. Christlichen Menschen, wo wir einander ermutigen können, wo wir einander so aufeinander Acht geben können, dass wir einander gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und wenn wir den ganzen Text sehen, Jesus, das perfekte Opfer und der perfekte große Priester, weil er das alles vorbereitet hat, dürfen wir jetzt reingehen. Wir dürfen andere Menschen reinbringen und wir sollen das innerlich so achten und davon wachsen, dass wir was äußerlich machen und weitergeben. Also versuche eine Art, findet einen Weg, wo du Kontakt mit deinem Hauskreis machen könntest. Und falls irgendjemand dieses Video jetzt guckt und sagte, cool, ich würde gerne Kontakt mit jemandem haben, es gibt Arten, wo das so nebenan ist auch keine Möglichkeit, wo ich mache. Ich benutze nebenan so mit den Nachbarn was zu vereinbaren. Aber versuche so Gemeinden in deiner Nähe eine E-Mail zu schreiben oder irgendwie Kontakt zu knüpfen, wo du andere Menschen willst. Ich bin mir sicher, dass es Christen herum gibt, die bereit sind, Kontakt mit dir zu haben. Also telefonisch, WhatsApp, FaceTime, Skype, die Möglichkeiten sind ohne Ende. Aber der erste Schritt ist zu sagen, ich brauche den Kontakt. Für uns Christen auch, für die Menschen, die schon neugeboren sind, die so gekauft waren von Jesus. Dass wir das ernst nehmen und wir versuchen auch Kontakt miteinander zu haben. Menschlicher Kontakt tut uns gut und ist auch hier so ein Befehl in diesem Text. Also, Jesus liebt uns und hat den Weg schon vorbereitet. Und deswegen dürfen wir seine Gegenwart genießen, dürfen wir so ernst reingehen mit offenen Herzen und so eine perfekte, gute Beziehung mit dem Herrn genießen und haben. Und dann können wir auch das füreinander anspornen. Da können wir füreinander reinbringen und sagen, komm, wir machen zusammen. Und wir lassen niemanden hinter uns. Wir kommen und wir machen das alles zusammen. So, ich bete ganz kurz für uns und dann sind wir fertig. Vater, ich bin dankbar, Herr, dass du so gnädig bist und dass du den Weg für uns gemacht hast. Hilf uns, menschlichen Kontakt zu haben mit anderen Christen, mit anderen Menschen, die Kontakt brauchen. Und hilf uns, als dein Leib aufeinander Acht zu geben. Und dass wir einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und dass wir das so in persönlichen Kontakt miteinander machen. Amen. Also, ich würde jetzt gerne einmal für uns alle beten. Also, lieber Herr, ich bete dafür, dass du siehst uns jetzt, wie wir hier
alle zu Hause vor der Kamera sitzen, beziehungsweise hier diesen Jugendgottesdienst anschauen. Und ich bete dafür, dass du, dein Heiliger Geist, dass du mit uns bist, dass du uns erfüllst, dass wir während dieser Quarantänezeit stark bleiben im Glauben, dass wir Dankbarkeit zeigen, dass wir unsere Familien haben oder einfach, dass wir uns Geschwister im Glauben haben. Ich bete auch dafür, dass, also wie wir hier im Jugendkreis haben wir halt Psalm 190 gelesen, meine ich, der aus mehreren kleinen Teilen besteht. Und dort heißt es immer wieder, dass wir darum bitten sollten, die Anforderungen, die Gott uns stellt, dass wir die erfüllen sollen. Herr, ich bitte dafür, dass du uns diese Kraft dazu gibst, diese Stärke, dass wir das aus der Liebe heraus umsetzen wollen. Und wenn wir mal doch sündigen, dass wir dann wissen, dass du uns vergibst, wenn es aus unserem Herzen kommt und dass wir uns keine Lügen vom Teufel einbringen lassen, sondern dass wir wissen, dass du hinter uns stehst, dass du mit uns im Herzen bist. Und deshalb bitte ich dafür, dass du bei uns bist, dass wir das wissen und dass diese Zeit, diese Corona-Zeit hoffentlich so schnell wie möglich umgeht, beziehungsweise du sie nutzt, so wie du es am besten möchtest und dass wir das dann auch so umsetzen. So danke ich dir, dass wir jetzt hier diesen Jugendgottesdienst bekannt machen können und wünsche allen ganz viel Gottes Segen, deinen Segen, Herr. Und ich bete in deinem Namen. Amen.